Hallo Nico, schön dich wieder zu sehen, diesmal hier in München. Wir beide kennen uns durch einige Cloud-Migrationen. Ich freue mich, dass du heute uns ein bisschen was erzählst über deine Erfahrung, über eure Erfahrung am Transformation Day. Vielleicht stellst du dich ganz kurz vor und dann würde ich sagen, gehen wir in die Themen rein. Gerne. Ja, hallo, mein Name ist Nico Herzhauser. Ich bin Solutions Architekt bei T-Systems International und ich beschäftige mich primär mit Cloud-Migration. Okay, wir haben auch konkret zwei Themen, die wir heute ein bisschen stärker auch beleuchten werden. Das erste ist ein konkretes Migrationsthema, Route 60 bei der Deutschen Telekom IT. Und das zweite ist ein Ansatz von euch, wie ihr strukturiert eine Cloud-Migration durchführt mit einer Cloud Migration Factory. Bevor wir jetzt vielleicht in diese Themen reingehen, ist es ja oft so, dass viele Kunden sagen, Cloud-Migration, das ist doch super komplex, da habe ich etliche Herausforderungen, ist mein Unternehmen bereit? Warum ist das eigentlich so und was könnte man da vielleicht als Lösungsansatz reinbringen? Ja, Herausforderungen einer Cloud-Migration kann man vergleichen mit einem Rubik's Cube. Wenn ich einen Rubik's Cube mische, dann habe ich Millionen Lösungswege, den zu lösen. Es gibt aber einen Standardweg, der quasi, egal wie ich den Rubik's Cube verdrehe, immer funktioniert. Das ist ein schrittweiser Ansatz, wo man bestimmte Ebenen zuerst löst und dann weiter sich nach oben arbeitet. Und daher finde ich die Analogie von einem Rubik's Cube, der ja auch verdreht ist, wo ich nicht vielleicht genau weiß, wo ich beginnen soll, mit einem Standardansatz das zu lösen, eigentlich eine schöne Analogie zu einer Cloud-Migration. Weil auch bei einer Cloud-Migration habe ich ja verschiedene Schritte, auf die wir später noch eingehen werden, die man dann geschickt mit dem Standardweg verknüpfen kann und so zu einer erfolgreichen Cloud-Migration kommt. Ja, spannende Analogie. Motiviert mich auch wieder mal, meinen alten Rubik's Cube rauszuziehen und den Standardansatz durchzuziehen. Lass uns doch mal konkret über ein aktuelles Projekt sprechen, wo ihr diesen Ansatz auch mit reingenommen habt. Ja. Route 60, Deutsche Telekom IT, ist ja ein aktuelles Migrationsprojekt, das wir gemeinsam machen. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über die Ausgangslage, was waren die Herausforderungen und wie ist die aktuelle Umsetzung? Ja, die Ausgangslage bei Route 60 ist folgende. Es gibt eine Cloudification der IT-Landscape und Ziel ist es da, 60% aller Applikationen sollen Mehrwerte aus der Cloud nutzen. Was sind denn jetzt Mehrwerte aus der Cloud, kann man sich da fragen. Da geht es um Innovation, Agilität, Geschwindigkeit, Skalierung, Elastizität, ja, dass man die Mehrwerte einfach nutzt, um zum Beispiel auch Kosten zu reduzieren. Wie hat man das jetzt angegangen? Man hat ein CCOE aufgebaut. Ein CCOE ist im Endeffekt aus verschiedenen Abteilungen, oder heißt erstmal Cloud Center of Excellence und besteht aus verschiedenen Abteilungen. Da ist HR mit drin, da ist Security mit drin, da sind aber auch Architekten mit dabei, die sich um Netzwerk, Architektur, die Cloud Migration Factory ist mit drin, Route 60 ist mit drin. Und ein CCOE ist auch kein statisches Gebilde. Ein CCOE entwickelt sich über die Zeit, weil ich vielleicht andere Anforderungen habe. Am Anfang ist das Thema Schulung sehr, sehr, sehr wichtig. Und später wird dann ein anderes Thema wichtiger und vielleicht geht das Team aus HR aus dem CCOE auch raus und ein anderes Team kommt dazu. Weiter ist im Route 60 Programm wichtig das Thema DevOps. Das heißt, Applikationen sollen enabled werden, mehr Werte aus der Cloud zu nutzen und auch mehr eigenverantwortlich zu entwickeln und zu betreiben. Nach dem Motto, you build it, you run it. Deswegen verstehen wir, oder das CCOE, der DTIT, sich als die Cloud-Enabler innerhalb der TEL-IT. Vielleicht bevor wir jetzt konkret in die Möglichkeiten reingehen, hast du noch 2, 3 Sätze zu der Herausforderung, vor der die DTIT stand und warum dieses Transformationsprojekt etabliert wurde? Ja, die Herausforderungen waren, dass die Plattform, die aktuelle Plattform, sich nach den Anforderungen, die es jetzt gibt, Skalierung, Agilität,
nicht mehr ganz mithalten konnte. Und daher wurde quasi nach Lösungen gesucht. Und das sind auch die Hauptbeweggründe, in die Cloud zu gehen. Agilität, Skalierung und Flexibilität zu erhöhen. Also zusammengefasst, Ablösung einer bestehenden, über die Jahre hinweg gewachsene Infrastruktur durch neue Cloud-agile Lösungen, um auch vielleicht Innovationskraft voranzutreiben. Ja, das sind, glaube ich, so die klassischen Themen. Ja, kann man so zusammenfassen. Okay, ich bin jetzt Applikationsowner. Ja? Habe gesagt, okay, ich gehe jetzt diesen Weg. Was sind denn jetzt Möglichkeiten innerhalb dieses Route 60-Projektes, in die Cloud zu gehen? Ja, da gibt es 3 Wege, die man nutzen kann. Der erste Weg ist, ich bin Application Owner und entwickle meine Applikation neu und kann direkt auch die Mehrwerte der Cloud nutzen. Das heißt, ich gehe mit dem Helikopter sozusagen direkt Cloud Native und nutze komplett die Cloud, die Mehrwerte. Dann gibt es den zweiten Weg, wo ich einen Step-by-Step-Ansatz verfolge. Und ich habe eine Applikation, die migriere ich erstmal in die Cloud und nehme sie eigentlich so, wie sie ist. Man könnte sagen, ich ändere vielleicht ein paar kleine Parameter, das Betriebssystem oder ein paar andere Parameter, Datenbanken oder sowas. Und dann gibt es den Hardware, wo ich mir wirklich eine Applikation anschaue und mir überlege, wie könnte die Applikation mit Cloud Native Services aufgebaut werden. Da ich schon direkt bei der Migration Mehrwerte aus der Cloud nutze oder viele Mehrwerte der Cloud nutze. Das ist natürlich ein Hardware oder ein steilerer Weg, weil ich da erstmal mir die Applikation anschauen muss und erstmal verstehen muss, welche Prozesse und was ich genau dafür benötige, um die in der Cloud eine Re-Architecture zu machen. Jetzt vom Verhältnis her der Applikationslandschaft, hast du eine Einschätzung, welcher Weg wie oft gegangen wird? Der Hauptweg ist wirklich der Mittelweg. Ja, wir gehen erstmal mit der Applikation in die Cloud und dann sind wir in dem Basecamp. Und danach, aus dem Basecamp, geht es weiter. Mit dem Applikationsteam selbst erstmal. Was heißt dann weitergehen? Weitergehen heißt, wir machen dann nach 100 Tagen ein Well-Architected Review mit den Applikationen. Das heißt, wir lassen erstmal nach der Migration die Applikationsteams alleine und nach 100 Tagen gehen wir wieder auf die Applikationsteams zu und sagen, lasst uns mal gucken, welche Mehrwerte aus der Cloud wir noch mehr nutzen können für eure Applikation. Das heißt, habt ihr euch Richtung DevOps weiterentwickelt, nutzt ihr mehr Elastizität aus der Cloud, indem ihr vielleicht die Entwicklungssysteme nachts runterfahrt. Ja? Nutzt ihr vielleicht Skalierung, weil ihr wisst, die Applikationen können morgens oder tagsüber brauchen so mehr Kapazität als abends. Ja? Das sind so einfache Mehrwerte, die wir dann mit den Applikationsteams nochmal durchgehen und nochmal schauen, ob es da Potenzial gibt für Weiterentwicklung. Das heißt, ihr nehmt den Applikationsowner, also mich jetzt in dem Beispiel, an die Hand und führt ihn sozusagen wie so einem Dschungel durch den Dschungel durch in den richtigen Weg in die Cloud dann mit rein. Ja? Genau. Okay. Und du hast bei Cloud-Mehrwerten noch 1, 2 Sachen gesagt. Ich möchte vielleicht noch eine Sache ergänzen, die vielleicht auch immer wichtiger wird, und zwar ist das Thema Sustainability. Ja? Also sprich, es gibt ja Möglichkeiten, auch möglichst durch Elastizität die Cloud so anzupassen, dass man weniger CO2-Ausstoß hat. Und ich glaube, das ist ja mittlerweile auch immer ein wichtigeres Thema, und gerade bei euch bei Deutschen Telekom auch. Ja? Okay, danke für die Darstellung. Wir haben jetzt Halbzeit, ja? Wenn ich das so raushöre. Ende 2022, wir haben jetzt Mitte 2021. Wie ist denn da so momentan die Stimmungslage und wie ist so die Zielerreichung aus deiner Sicht? Ja, also die Stimmungslage ist gut. Wir sind auf einem guten Weg. Und bei der Zielerreichung sind wir auch ungefähr bei der Halbzeit. Mit dem Ende des Jahres 2021 werden wir ungefähr 50% der Applikationen migriert haben. Und dann natürlich für das Jahr 2022 weitere 50% noch migrieren müssen. Okay, prima. Danke für die Insights zu diesem aktuellen Projekt. Und wenn ich mir das aktuelle Projekt jetzt anschaue und angehört habe und vielleicht auch bestehende Cloud-Migrationsprojekte, dann habt ihr diese Erfahrung ja genutzt bei der T-Systems und habt ein sogenanntes Cloud Migration Framework aufgesetzt, etabliert. Kannst du vielleicht mal erzählen, warum ihr das gemacht habt und welche Ansätze ihr da gewählt habt? Ja,
Das T-Systems Cloud Migration Framework haben wir entwickelt und haben halt uns auch aus den ganzen Migrationen, wie wir schon gemacht haben, die Komplexität angeschaut. Und man sieht ja hier auf dem Bild schon, in dem Honeycomb-Modell, da gibt es viele Schritte, die man da gehen kann, die man machen kann. Und das ist ein sehr komplexes Bild. Und da auch wieder die Analogie zu dem Rubik's Cube. Es gibt hier einen Weg, der zu einer erfolgreichen Cloud-Migration hilft, unterstützt. Und da gibt es bestimmte Eckpfeiler, die ich glaube, die das Ganze uns sehr unterstützen. Dann bring doch mal dieses ganze komplexe Konstrukt vielleicht so einen Weg von 4, 5 wichtigen Schritten rein und kannst vielleicht ein bisschen erläutern auch, was denn so die Hauptwege sind innerhalb dieses komplexen Modells. Ja. Der erste Schritt ist natürlich eine klare Cloud-Strategie zu haben. Also, immer gut. Welchen Weg möchte ich gehen, um in die Cloud zu gehen? Was ist mein C-Level-Support? Welche Wege möchte ich da gehen? Dann als nächster Schritt ist ganz wichtig, eine Cloud-Roadmap zu haben. Also neben der Strategie, gehe ich in die Cloud, auch zu wissen, wie möchte ich in die Cloud gehen? Gehe ich mit einem Lift-and-Shift-Ansatz? Habe ich vielleicht als Roadmap alles Re-Architecture? Möchte ich einen anderen Weg gehen? Möchte ich eine Kombination aus Wegen gehen? Wie bei TEL-IT, wo wir die 3 Wege gewählt haben. Nicht zu vergessen, bei einer Cloud-Roadmap gehört auch dazu, die Applikation, die ich nicht mehr benötige, zu betrachten. Die bleiben vielleicht on-premise noch eine Zeit lang und danach kann ich sie abschalten oder retiren direkt oder ich gehe direkt in den SaaS-Service rein. Dann für mich ganz essentiell, darauf habe ich ja schon mal vorher gesprochen, das Cloud Center of Excellence. Das Cloud Center of Excellence sind die Experten, die in der Firma arbeiten, mit Partnern zusammen, die quasi die Cloud enablen, ja, es möglich machen, dass die Applikationen in die Cloud migriert werden überhaupt. Also die Architektur aufbauen, Landing Zone aufbauen, aber auch die Cloud Migration Factory selbst bereitstellen. Dann natürlich, wie migriere ich in die Cloud? Jetzt habe ich schon alle meine Applikationen, aber es gibt ja Abhängigkeiten zwischen den Applikationen. Also Applikation A spricht zu Applikation B, Applikation B verarbeitet Daten von Applikation C. Und diese Abhängigkeiten, die muss ich ja wie beim Rubik's Cube auch ineinander bringen, sodass ich weiß, welche Applikation ich zusammen migrieren muss oder in der Abhängigkeit habe. Und als letztes kommt die Cloud Landing Zone, weil die Cloud Landing Zone beschreibt quasi meine Architektur, meine AWS-Accounts, meine Netzwerkkonnektivität zu On-Premise, meine Security- und Governance-Anforderungen, alles, was in der Cloud quasi aufgebaut werden soll. Und das ist ganz essentiell, dass die Applikationen beginnen können auch mit der Migration oder dem CMF. Cloud-Strategie ist, glaube ich, der Schlüssel zum Gesamten. Ja? Und wenn man da von Anfang an auch schon wirklich reingeht und ein klares Management-Support hat, eine klare Struktur, wo man hin möchte, ist, glaube ich, der weitere Weg gut vorgezeichnet. Ja, und man sieht ja hier bei dem Modell nochmal das Gesamte. Das sind natürlich jetzt nur 5 aus der Anzahl dieser vielen Wege. Da gibt es auch andere Honeycombs, die wichtig sind. Ja? Ein Cloud Discovery zu machen. Also welche Applikationen habe ich denn überhaupt? Sind alle Applikationen, die ich migrieren möchte, vorhanden? Habe ich dafür alle Daten? Ja? Und so gibt es natürlich Wege, dann später die eigentliche Applikationsmigration oder auch vielleicht einen Managed Service durch einen Partner zu haben für das Operations in der Cloud, weil vielleicht mein Betriebsteam, mein Applikationsteam noch nicht ganz so weit sind in ihrer Ausbildung, in ihren Educations, um danach weiterzumachen. Und muss ich jetzt als Kunde das gesamte Schaubild hier betrachten? Muss ich hier jedes Element auch dann berücksichtigen? Oder reicht es auch, wenn ich das ein oder andere Element, vielleicht weil ich schon habe, gar nicht berücksichtigen muss mehr? Ja, also die Elemente sind modular. Das heißt, ich kann die zusammen nutzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel schon eine Cloud Landing Zone habe, ja, dann kann ich als T-Systems zum Beispiel mir angucken und was wir dann machen ist die Landing Zone skalierbar?
für eine Massenmigration? Habe ich eine klare Cloud-Strategie? Das kann man mit dem MRA überprüfen. Ja, das sind alles Punkte, die man modular dazu nehmen kann. Und auch ganz zum Schluss nicht zu vergessen, Cost Control. Ein wichtiges Element, aber wird eben oft vergessen. Prima, du hast jetzt auch schon ein bisschen schöne Insights gegeben. Ihr habt ja auch über die ganzen Monate und Jahre hinweg Lessons learned sozusagen. Was habt ihr daraus gelernt und auch vielleicht Best Practice für unsere Kunden, die heute hier dabei sind. Wie habt ihr das in eure Cloud Migration Factory mit einfließen lassen? Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen Schwerpunkt setzen. Gerne. Ja, die Best Practices oder Lessons learned, die wir gemacht haben, start with why. Dieses klare Ziel, diese klare Cloud-Strategie mit Unterstützung durch C-Level, mit einer klaren Kommunikation, warum man in die Cloud geht und vom C-Level nochmal hier den Support zu haben. Weiter ist die Zusammenarbeit zwischen den Cloud Center of Excellence Teams essentiell. Also HR muss einen Schulungsplan entwickeln. Security und Governance müssen zusammenarbeiten mit den Architekten der Landing Zone. Diese Zusammenarbeit ist essentiell. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz sagen, Cloud Center of Excellence, was sind so die Stakeholder innerhalb dieses CCOEs? Du hast HR jetzt gerade genannt. Gibt es noch weitere? Security, Data Privacy, Architekten und dann soll es einen sogenannten Product Owner für die Cloud-Migration oder für das Thema Cloud Journey generell geben. Also einen übergreifenden Product Owner dafür. Okay, prima. Dann in der Cloud Migration Factory selbst ist die Zusammenarbeit von der Cloud Migration Factory und den Applikationsteams auch wichtig, dass man einen gemeinsamen Blick hat über, was migriert man zu welchem Zeitpunkt, welcher Schritt ist notwendig. Ja, wann muss ich den DNS-Change machen, wann muss ich die Synchronisation von der Datenbank anstoßen. Das sind die wichtigen Punkte, wo man sich gemeinsam mit dem Applikationsteam abstimmen muss. Dann regelmäßige Überprüfung von der Cloud Migration Factory. Das heißt, ist der Setup, die 3 Wege, die wir bei Tell-IT hatten, ja, sind die überhaupt noch richtig? Muss ich da was anpassen? Oder kann ich einen weglassen? Kann ich einen weglassen? Kommt einer dazu? Ja, da muss man wirklich, ist der Weg, den ich gewählt habe, vielleicht der richtige, oder muss ich was wir gemacht haben? Das Well-Architected Review kam jetzt erst in einer Iteration dazu. Ja, davor hatten wir das nicht geplant. Da haben wir halt jetzt gemerkt, wir müssen es machen, damit wir die Applikationsteams weiter enablen, um Mehrwert aus der Cloud zu nutzen. Und dann, was machen wir? Wir veranstalten Cloud Migration Partys. Eine Cloud Migration Party ist eigentlich ein Event, wo Applikationsteams, Experten aus dem CCOE, das Cloud Migration Factory Team, eng zusammenarbeiten für 3 Tage und danach eine Applikation, die bisher on-premise war, in AWS läuft und vollständig migriert ist. Und diese 3 Tage sind so intensiv, dass wir das wirklich bis zu der Migration hinbekommen. Und das ist wirklich ein super Party und super Fun-Event. Ich erinnere mich beim letzten Mal, wo ich dabei war, da gab es ja noch immer so Special Days, wer Green Hat oder Magenta Shirts. So, ich glaube, der Fun-Faktor ist auch ganz wichtig dabei, um Zusammenschmelzen der Teams auch. Genau. Ja, also wir machen jeden Abend ein kleines, lustiges Event und haben da ein kleines Pub-Quiz oder Wear Your Magenta Shirt. Das macht wirklich Spaß dann auch. Prima. Ja, Nico, wenn ich jetzt als Kunde sage, das ist jetzt eine Sache, wo ich ein bisschen mehr erfahren möchte, wo ich vielleicht auch Unterstützung benötige, was sind jetzt so nächste Schritte aus deiner Sicht? Ja, die nächsten Schritte wären, mit uns in Kontakt treten natürlich, mit mir. Meine Kontaktdaten sind in einem QR-Code hinterlegt und einfach auf mich zugehen und dann können wir gucken, in welchem Stadium, in welchem Schritt von dem Lösungsansatz ist die Firma. Wo können wir unterstützen? Vielleicht sind wir schon bei einer Landing Zone, die ist schon vorhanden. Dann können wir den Schritt ausgehen, aber dann können wir vielleicht bei der Migration unterstützen. Oder man ist ganz vorne bei der Cloud-Strategie. Oder man hat schon Workloads in der Cloud, möchte aber durch einen Managed Service betrieben haben oder möchte eine Kostenbetrachtung mal haben. Da können wir überall unterstützen, von Ende zu Ende. Prima. Danke, Nico, für die spannenden Insights. Ja, Nico und ich stehen jetzt Ihnen gerne noch für weitere Auskünfte zur Verfügung, freuen uns auf zahlreiche Fragen und bedanken uns.